Willkommen auf unserer aufregenden Entdeckungsreise. Laut NASA sendet die Sonde Voyager 1, das am weitesten entfernte von Menschenhand geschaffene Objekt im Universum, wieder brauchbare Informationen zur Erde, nachdem sie monatelang nur Kauderwelsch von sich gegeben hat. Nach 45 Jahren unglaublicher Reise durch den Kosmos verblüfft die NASA-Sonde Voyager einst die Welt immer noch mit atemberaubenden Enthüllungen. Diese legendäre Raumsonde, die 1977 zur Erforschung der äußeren Planeten gestartet wurde, ist weiter vorgedrungen als jedes andere von Menschen geschaffene Objekt in der Geschichte. Jetzt hat ein Nobelpreisträger enthüllt, dass es Daten zurücksendet, die Wissenschaftler nie für möglich gehalten hätten. Könnte dies der Schlüssel sein, um die größten Geheimnisse des Weltraums zu entschlüsseln? Ausnutzung einer einmaligen Gelegenheit in 176 Jahren. Die Voyager-Missionen gehören zu den bemerkenswertesten Errungenschaften der Menschheit. Und das Herzstück ihres Erfolgs war eine außergewöhnliche kosmische Ausrichtung, ein seltenes Ereignis, das es einem einzigen Raumschiff ermöglichte, mehrere Planeten auf einer Reise zu besuchen. Anders als in den meisten Jahren, in denen sich die Planeten an verschiedenen Punkten ihrer Umlaufbahn befinden, bot sich Ende der 1970er bis Anfang der 1980er Jahre eine Gelegenheit, die sich nur alle 175 Jahre bietet. Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun waren genau richtig positioniert, um eine noch nie dagewesene Grand Tour zu ermöglichen. Das bedeutete, dass ein Raumfahrzeug die Schwerkraft jedes Planeten als Schleuder nutzen und sich mit Schwung zum nächsten Ziel vorantreiben könnte, was große Mengen an Treibstoff überflüssig und die Mission finanziell und technisch machbar machte. Die NASA hatte bereits in den 1970er Jahren mit dem Konzept der Grand Tour gespielt. Aber die ersten Vorschläge waren ehrgeizig und sahen mehrere Raumfahrzeuge vor, um verschiedene Planeten zu besuchen. Um jedoch die Kosten und die Komplexität überschaubar zu halten, wurde der Plan in 2 Raumsonden aufgeteilt, Voyager 1 und Voyager 2. Beide Sonden sollten die Vorteile der Schwerkraft nutzen, aber ihre Flugbahnen wurden sorgfältig ausgewählt, um möglichst viele wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Voyager 2 startete am 20. August 1977 als erste. Doch dank ihrer schnelleren Flugbahn wurde sie von Voyager 1, die nur wenige Wochen später, am 5. September, gestartet wurde, überholt und erreichte Jupiter als erste. Die NASA räumte der Mission von Voyager 1 Priorität ein, Jupiter, Saturn und insbesondere den rätselhaften Saturnmond Titan zu untersuchen. In der Zwischenzeit wurde Voyager 2 eine etwas langsamere Route zugewiesen, die es ihr ermöglichte, weiter zu Uranus und Neptun vorzudringen, was sie zur einzigen Raumsonde in der Geschichte machte, die diese fernen Welten besuchte. Die Ausführung dieses ehrgeizigen Plans erforderte Tausende von präzisen Berechnungen, um sicherzustellen, dass jedes Raumfahrzeug genau den richtigen Winkel und Abstand für eine erfolgreiche Schwerkraftunterstützung einhält. Selbst der kleinste Rechenfehler hätte die gesamte Mission zum Scheitern bringen können. Aber dank des Jet Propulsion Laboratory der NASA und seines Deep Space Network wurde jedes Manöver mit erstaunlicher Genauigkeit durchgeführt. Als die Vorbeiflüge an den Planeten abgeschlossen waren, wurde Voyager 1 weit über die Ebene des Sonnensystems hinausgeschleudert und befand sich im interstellaren Raum. Voyager 2 folgte einer anderen Flugbahn und setzte nach ihrer letzten Begegnung mit Neptun im Jahr 1989 ihre eigene Reise in den Weltraum fort. Diese seltene Himmelskonstellation ermöglichte es 2 Raumsonden, das zu erreichen, wofür sonst eine ganze Flotte erforderlich gewesen wäre. Es war eine kosmische Gelegenheit, die sich erst in mehr als einem Jahrhundert wieder bieten wird, ein unglaublicher Glücksfall, der die Voyager-Sonden als 2 der größten Entdecker aller Zeiten in die Geschichtsbücher eingehen ließ. Innovative Raumfahrzeugkonstruktion und Instrumente. Voyager 1 und Voyager 2 haben ein nahezu identisches Design. Sie wurden gebaut, um weit von der Sonne entfernt zu operieren und so viele wissenschaftliche Daten wie möglich über die Umgebung aufzuzeichnen, die sie durchqueren. Jede Sonde hat ungefähr die Größe eines Kleinwagens, mit einer großen Parabolantenne an einer Seite und mehreren Instrumentenauslegern, die nach außen ragen. Der Wiedererkennungswert ist so groß, dass Bilder der Voyager-Sonde häufig in Dokumentarfilmen, Wissenschaftssendungen und sogar in der Popkultur auftauchen.
Eine der größten Herausforderungen bei der Konstruktion war es, sicherzustellen, dass die Raumsonde in den kalten und strahlungsreichen Tiefen des Weltraums jahrelang überleben konnte. Sie mussten robust genug sein, um wiederholten Planetenvorbeiflügen standzuhalten, bei denen starke Gravitationsfelder und intensive Felder geladener Teilchen eine echte Gefahr darstellen können. Jede Voyager ist mit Instrumenten wie Kameras, Magnetometern, Plasmadetektoren, Detektoren für kosmische Strahlung usw. ausgestattet. Zu Beginn der Reise fingen diese Instrumente unglaubliche Bilder und Messwerte von Planeten und Monden ein. Mit der Zeit wurden einige Kameras und Instrumente abgeschaltet, um Energie zu sparen. Aber ein Kernsatz von Sensoren sammelt auch jetzt noch Daten. Die Struktur des Raumschiffs besteht aus einem Hauptbus, in dem Bordcomputer, Kommando- und Datensysteme, Treibstofftanks und andere Komponenten untergebracht sind. An diesen Bus ist die große, hochempfindliche Antenne angeschlossen, die für die Kommunikation unerlässlich ist. Diese Antenne muss für die Datenübertragung immer auf die Erde gerichtet sein. Da die Voyager mittlerweile Milliarden von Kilometern entfernt sind, benötigen die Signale derzeit weit über 20 Stunden für eine einfache Strecke. Und diese Zeitspanne wächst von Jahr zu Jahr. Im Gegensatz zu vielen anderen Missionen, die auf Sonnenkollektoren angewiesen sind, verwenden die Voyager-Raumsonden radioisotop-thermoelektrische Generatoren, RTGs, zur Energieversorgung. Die Sonnenenergie ist in der Nähe des Jupiters und darüber hinaus zu schwach, um die Systeme der Raumsonde effektiv zu betreiben. RTGs hingegen nutzen die Wärme aus dem natürlichen Zerfall von Plutonium-238 zur Stromerzeugung. Dank dieser Konstruktion konnte die Sonde selbst in den dunklen Bereichen des äußeren Sonnensystems und des interstellaren Raums einsatzfähig bleiben. Die Leistung nimmt mit der Zeit ab und die NASA muss rationieren, welche Instrumente aktiv bleiben. Es ist jedoch bemerkenswert, dass beide Raumsonden immer noch in der Lage sind, regelmäßig mit der Erde zu kommunizieren. Jede Voyager-Sonde verfügt auch über Gyroskope und Triebwerke zur Lageregelung. Auf diese Weise halten die Raumsonden ihr spitzes Ende, die Parabolantenne, auf die Erde gerichtet und nehmen leichte Orientierungsänderungen vor, um ihre Instrumente zu betreiben. Die Kommunikation wird durch das Deep Space Network der NASA ermöglicht, eine Reihe von Antennenstationen in Kalifornien, Spanien und Australien. Mit zunehmender Entfernung der Raumsonden hat die NASA im Laufe der Jahrzehnte die Empfangsgeräte aufgerüstet, sodass die schwachen Signale weiterhin aufgefangen, die Daten weitergeleitet und ausgewertet werden konnten. Die berühmte goldene Schallplatte, die an der Seite jeder Raumsonde angebracht ist ein faszinierender Teil des Voyager-Designs. Obwohl sie kein wissenschaftliches Instrument im eigentlichen Sinne ist, handelt es sich um eine 12 Zoll große vergoldete Kupferscheibe mit Tönen und Bildern, die die Vielfalt des Lebens auf der Erde darstellen sollen. Es enthält gesprochene Begrüßungen in mehreren Sprachen, eine Reihe von Musikstücken aus verschiedenen Kulturen und sogar kodierte Bilder, die menschliche Gesellschaften, Pflanzen, Tiere und die Lage unseres Sonnensystems darstellen. Carl Sagan und andere wählten den Inhalt für die Aufzeichnung aus, in der Hoffnung, dass er als kosmischer Gruß dienen könnte, sollte eine außerirdische Intelligenz ihn jemals finden. Beim Bau dieser Raumfahrzeuge legte die NASA großen Wert auf Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen. Diese vorsichtige Herangehensweise führte gelegentlich dazu, dass einige Teile schwerer oder einfacher waren als die modernste Elektronik der damaligen Zeit. Aber sie zahlte sich aus. Die robuste Natur der Voyager-Architektur erklärt zum Teil, warum sie so lange aktiv geblieben sind. Durch die Anpassung der Spannungspegel und der Energieverteilung konnten die Ingenieure die wichtigsten Instrumente auch dann in Betrieb halten, wenn die verfügbare Energie langsam abnimmt. Die Tatsache, dass die Raumsonde so weit über ihre geplante Lebensdauer hinaus in Betrieb bleibt, ist ein Beweis für die robusten Konstruktionsstrategien, die in den 1970er Jahren angewandt wurden. Es ist auch erwähnenswert, dass die Voyager über Reservesysteme für kritische Funktionen verfügen. So können sie beispielsweise auf Ersatztriebwerke oder Computer umschalten, wenn die Haupttriebwerke ausfallen. Diese Redundanz hat dazu beigetragen, dass sie gelegentliche Störungen überstehen und in Betrieb bleiben. Im Laufe der Jahre haben die Bodenkontrolleure die Software an Bord der Raumsonden aktualisiert und sie dazu gebracht, sich an veränderte Bedingungen und neue Missionsphasen anzupassen. Dank dieses anpassungsfähigen Konzepts und der robusten Technik
sind die Voyager-Sonden auch Jahrzehnte nach dem Start noch zwei der besten Beispiele für die Ausdauer von Raumfahrzeugen und ihre wissenschaftliche Leistung. Radioisotopen-Energiesysteme und das Überleben in der Dunkelheit. Eine zentrale Herausforderung bei der Planung von Missionen in das äußere Sonnensystem ist die Entscheidung, wie das Raumfahrzeug mit Energie versorgt werden soll. In Erdnähe können Satelliten mit Hilfe von Sonnenkollektoren Strom erzeugen. Auch bei Missionen zum Mars oder in den Asteroidengürtel kann Solarenergie genutzt werden, wobei die Paneele für schwächeres Sonnenlicht ausgelegt sind. Jenseits der Jupiter-Umlaufbahn wird das Sonnenlicht jedoch so schwach, dass große Solarpaneele unpraktisch werden. Die Voyager-Raumsonden verwenden beide RTGs. Die Wärme aus dem Zerfall eines radioaktiven Materials, Plutonium. 238. In Elektrizität umwandeln. Radioisotop-thermoelektrische Generatoren sind keine neue Technologie. Sie wurden bereits bei einigen früheren Missionen eingesetzt. B. Bei den Pioneer-Sonden und den Apollo-Experimentierpaketen auf der Mondoberfläche. Der Einsatz von RTGs bei der Voyager-Mission war jedoch besonders wichtig, da die Sonde nicht nur über Jahre, sondern möglicherweise über Jahrzehnte hinweg zuverlässig funktionieren musste. Die RTGs liefern zu Beginn ein paar hundert Watt pro Raumfahrzeug, die im Laufe der Zeit allmählich abnehmen, auch wenn das nicht nach viel Strom klingt. Weniger als eine normale Haushaltsglühbirne, so reicht es doch aus, um die wichtigsten Instrumente, Telekommunikationseinrichtungen, Computer und Heizungen zu betreiben, die die Systeme des Raumfahrzeugs vor dem Einfrieren schützen. RTGs sind mit Blick auf die Sicherheit konzipiert. Das Plutonium-238 liegt in keramischer Form vor und ist eingekapselt, um das Risiko der Streuung radioaktiver Partikel im Falle eines Startfehlers zu verringern. Glücklicherweise waren die Voyager-Starts beide erfolgreich, so dass diese Vorsichtsmaßnahmen nicht getestet wurden. Im Weltraum sorgt die gleichmäßige Wärme des radioaktiven Materials für einen stabilen Stromfluss. Dies war für die Aufnahme von Bildern und Messungen bei Planetenvorbeiflügen von entscheidender Bedeutung und versorgte die internen Systeme der Raumsonde auch dann mit Energie, wenn sie viele astronomische Einheiten von der Sonne entfernt war. Im Laufe der Jahre, wenn das Plutonium zerfällt und die internen Komponenten altern, nimmt die Leistung ab. Die Missionsplaner müssen entscheiden, welche Instrumente am Leben erhalten werden sollen. Durch eine sorgfältige Planung der Instrumentennutzung und die Abschaltung bestimmter Subsysteme ist es den Ingenieuren gelungen, genügend Energie zu sparen, sodass die Voyager weiterhin Daten senden kann. Irgendwann werden die RTGs jedoch nicht mehr genug Strom erzeugen, um Instrumente zu betreiben oder die Antenne richtig auszurichten. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass dies irgendwann in den späten 2020 oder frühen 2030 Jahren der Fall sein wird. Aber der genaue Zeitplan hängt davon ab, wie sich die Generatoren verschlechtern und wie die Raumfahrzeuge selbst sich verhalten. Bis es soweit ist, wird jedes bisschen Energie sorgfältig eingesetzt, um die Lebensdauer des Raumfahrzeugs so lange wie möglich zu verlängern. Die Lagerregelungssysteme benötigen geringe Mengen an Energie, um die Hydrazin-Treibstoffleitungen aufzuheizen und die Triebwerke in Betrieb zu halten. Der Empfang von Befehlen von der Erde verbraucht nicht viel Energie, aber die Übertragung eines ausreichend starken Signals zurück zur Erde schon. Kameras und hochauflösende Bildgebungsinstrumente, die mehr beheizte Gehäuse und eine größere Datenbandbreite benötigten, mussten mit der Zeit abgeschaltet werden, um Energie zu sparen. Heute stammen die meisten wissenschaftlichen Ergebnisse von Instrumenten, die geladene Teilchen, kosmische Strahlung und Magnetfelder messen, also hervorragende Instrumente zur Untersuchung des interstellaren Raums. Ohne RTGs wäre dies alles nicht möglich gewesen. Die Dunkelheit des äußeren Sonnensystems bietet nur ein Rinnsal an Sonnenlicht, das für normale Solaranlagen nicht ausreicht. Alle praktikablen Solarlösungen aus den 1970er Jahren wären riesig, schwer und wahrscheinlich zu zerbrechlich gewesen, um jahrzehntelang unter rauen Bedingungen zu funktionieren. RTGs erweisen sich als zuverlässig, kompakt und langlebig. Sie machen die Voyager-Missionen zu einem Modell dafür, wie man weit außerhalb der inneren Regionen unserer planetarischen Nachbarschaft operieren kann. Die Jupiter-Begegnung. Der Jupiter war die erste große Station der beiden Voyager-Raumsonden. Dieser massive Gasriese ist der größte Planet in unserem Sonnensystem und hat mehr als den 11-fachen Durchmesser der Erde. Der Besuch eines solchen Planeten bot eine Fülle von Möglichkeiten.
die Instrumente der Raumsonde zu testen und neue Erkenntnisse über die Atmosphäre, die Monde, die Ringe und die intensiven Strahlungsgürtel des Jupiter zu gewinnen. Als die Voyager-Sonden eintrafen, wurde vorausgesagt, dass der Jupiter einige Überraschungen bereithalten würde. Die Pioneer-Raumsonden hatten den Jupiter in den frühen 1970er Jahren kurz besucht, aber ihre Instrumente waren begrenzter. Voyager 1 kam dem Jupiter im März 1979 am nächsten, während Voyager 2 im Juli 1979 folgte. Eine der wichtigsten Entdeckungen während dieser Begegnungen war die intensive vulkanische Aktivität auf Io, einem der vielen Monde des Jupiters. Die Beobachtungen zeigten, dass mehrere aktive Vulkane weit über der Oberfläche von Io schwefelhaltige Rauchfahnen ausstoßen. Dies verblüffte die Wissenschaftler, die eine solche geologische Aktivität so weit von der Sonne entfernt nicht erwartet hatten. Diese Entdeckung bewies, dass die Gezeitenkräfte eines Riesenplaneten das Innere eines Mondes in einem unglaublichen Ausmaß erhitzen und umgestalten können. Ein anderer Mond, Europa, wies weniger sichtbare Krater und eine glatte, eisbedeckte Oberfläche auf, was auf einen verborgenen Wasserozean unter seiner Eiskruste hindeutet, ein spannendes Ziel für künftige Forschungen. Die Beobachtungen der Voyager brachten auch die Atmosphäre des Jupiters in einen viel schärferen Fokus. Die Raumsonde machte atemberaubende Aufnahmen vom großen roten Fleck, einem gigantischen Sturm, der größer als die Erde ist und wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten wütet. Die Daten zeigten wirbelnde Wolkenmuster, rasante Winde und Blitze in der Atmosphäre. Die Wissenschaftler erfuhren, dass Jupiters Wolkendecken aus vielen Schichten bestehen, wobei Ammoniakkristalle einen Teil der hellen, farbigen Muster bilden. Darüber hinaus fand jede Voyager-Sonde Hinweise auf ein schwaches Ringsystem um Jupiter. Zuvor waren die Ringe des Saturns bekannt, aber die Ringe des Jupiters wurden erst bei den Voyager-Vorbeiflügen eindeutig identifiziert. Obwohl die Ringe des Jupiters viel schwächer und weniger ausgedehnt sind als die des Saturns, war diese Entdeckung eine weitere Überraschung, die unsere Sicht auf die äußeren Planeten veränderte. Saturn und Titan. Der Saturn ist seit Jahrhunderten wegen seines beeindruckenden Ringsystems ein Objekt der Faszination. Selbst Teleskope mit geringer Leistung auf der Erde können die Ringe des Saturn als beeindruckenden Anblick zeigen. Vor den Voyager-Missionen hatten Wissenschaftler die Saturnringe nur aus der Ferne gesehen. Und Pioneer 11 hatte zwar einige Einblicke gewährt, war aber bei weitem nicht so detailliert wie das, was Voyager erreichen konnte. Voyager 1 erreichte den Saturn Ende 1980 und Voyager 2 folgte 1981. Was die Voyager-Sonden am Saturn entdeckten, übertraf alle Erwartungen. Die Raumsonde nahm viele hochauflösende Bilder der Ringe auf. Die zeigten, dass sie aus unzähligen kleinen Partikeln bestehen, von denen einige so winzig wie Sandkörner und andere so groß wie große Felsbrocken sind. Anstatt nur aus ein paar breiten, gleichmäßigen Bändern zu bestehen, wiesen die Ringe ausgeklügelte Strukturen mit dünnen Ringlets, Lücken, Speichen und Wellen auf. Dieses neue Detail deutet auf Gravitationswechselwirkungen zwischen Ringteilchen, kleinen eingebetteten Monden und den größeren Monden des Saturns hin. Die Wissenschaftler erkannten, dass diese sogenannten Hirtenmonde dazu beitragen, die scharfen Kanten der Ringe zu erhalten. Ein weiterer Höhepunkt war die genaue Untersuchung von Titan, dem größten Mond des Saturn. Titan ist größer als der Planet Merkur und verfügt über eine ausgeprägte Atmosphäre. Als Voyager 1 vorbeiflog, achteten die Wissenschaftler besonders auf die dichte, dunstige Luft auf Titan, die reich an Stickstoff und organischen Verbindungen ist. Leider war der Dunst so dicht, dass Kameras mit sichtbarem Licht die Oberfläche nicht direkt sehen konnten. Die Daten deuteten jedoch auf die Möglichkeit von Seen oder Meeren auf Titan hin, die aus Methan oder Ethan bestehen. Diese Spekulation erwies sich als richtig, als spätere Missionen, wie Cassini-Huygens, flüssige Kohlenwasserstoffseen bestätigten. Titan wurde aufgrund seiner dichten Atmosphäre und seiner organischen Chemie schnell zu einem der faszinierendsten Monde des Sonnensystems. Einige Wissenschaftler halten ihn für ein mögliches Analogon zur frühen Erde. Auch bei den anderen Saturnmonden gab es Überraschungen. Mimas mit seinem gewaltigen Herschel-Krater, der den Mond ein wenig wie den Todesstern aussehen lässt, wurde zum ersten Mal im Detail aufgenommen. Enceladus erschien stark reflektierend, was auf eine helle, eisige Oberfläche hindeutet. Die Voyager entdeckte die Geysire zwar nicht,
Doch dies sollte sich bei späteren Missionen herausstellen. Die Voyager entdeckte auch eine Vielzahl von Oberflächenmerkmalen auf Monden wie Tethys, Dione und Rhea und trug so zu einem besseren Verständnis der Entwicklung von Eissatelliten bei. In dieser Zeit mussten die Missionsleiter auch einige schwierige Entscheidungen treffen. Voyager 1 nahm nach dem Saturn eine Bahnkorrektur vor, um einen genaueren Blick auf Titan zu werfen. Das bedeutete, dass sie nicht bis zum Uranus oder Neptun weiterfliegen konnte. Voyager 2 hingegen behielt eine Flugbahn bei, die es ihr ermöglichte, nach Saturn noch Uranus und Neptun zu besuchen, passierte Titan jedoch in größerem Abstand. Dennoch haben beide Raumsonden alles erreicht, was sie am Saturn tun sollten. Sie haben transformative Daten und Bilder aufgenommen, die die Physik der Ringe, die Geologie der Monde und die Beschaffenheit der Umwelt des Gasriesen neu definiert haben. Die einzigen Besuche bei Uranus und Neptun. Voyager 2 ist die einzige Raumsonde, die jemals Uranus und Neptun aus der Nähe besucht hat. Keine andere Sonde ist jemals an diesen fernen Eisriesen vorbeigeflogen. Aus diesem Grund sind die gesammelten Daten die besten direkten Beobachtungen dieser Planeten, die wir bisher gemacht haben. Als Voyager 2 im Januar 1986 beim Uranus ankam, waren die Wissenschaftler sowohl aufgeregt als auch unsicher, was sie erwarten würde. Uranus ist aufgrund seiner Achsneigung ein seltsamer Planet. Seine Rotationsachse ist um etwa 98 Grad gekippt. Fast so, als ob er sich auf der Seite um die Sonne drehen würde. Während des Vorbeiflugs entdeckte Voyager 2, dass Uranus ein komplexeres Ringsystem hat als bisher bekannt, obwohl die Ringe dunkler und weniger ausgedehnt erschienen als bei Saturn. Sie entdeckte auch 10 neue Monde. Die Kameras der Mission zeigten, dass der große Mond Miranda eine der bizarrsten Oberflächen im Sonnensystem hat, die durch Canyons, Flickenteppiche und Narben gekennzeichnet ist, die auf eine chaotische geologische Geschichte hindeuten. Eine weitere Überraschung war, dass das Magnetfeld des Uranus nicht mit der Rotationsachse des Planeten übereinstimmt. Das Zentrum des Feldes ist vom Planetenkern entfernt, was darauf hindeutet, dass im Inneren des Planeten etwas Ungewöhnliches vor sich geht. Nach Uranus flog Voyager 2 weiter zum Neptun und erreichte diese abgelegene Welt im August 1989. Die dynamische Atmosphäre des Neptun war unerwartet. Die Wissenschaftler sahen einen großen dunklen Fleck, der an den großen roten Fleck des Jupiters erinnerte, und sich schnell bewegende helle Wolken, die in hohen Breitengraden umherzogen. Wie Uranus hat auch Neptun Ringe, die allerdings schwach und unvollständig sind. Der größte Mond des Planeten, Triton, besitzt eine dünne Stickstoffatmosphäre und aktive Geysire aus Stickstoffgas oder stickstoffhaltigem Material, die von seiner Oberfläche ausströmen. Triton umkreist Neptun in entgegengesetzter Richtung zur Rotation des Planeten, was darauf hindeutet, dass er wahrscheinlich irgendwann in der fernen Vergangenheit eingefangen wurde. Sowohl Uranus als auch Neptun werden oft weniger beachtet als Jupiter und Saturn. Aber die Ergebnisse von Voyager 2 haben gezeigt, dass sie eigenständige, faszinierende Welten sind. Die Messungen der Raumsonde halfen den Forschern, die Modelle für die Zusammensetzung der Eisriesen zu verfeinern und eröffneten neue Fragen über die Entstehung dieser Welten. So deutet das Vorhandensein von Wasser, Ammoniak und Methaneis in ihrem Inneren auf einen anderen Entwicklungsweg hin als bei Jupiter und Saturn. Die Daten wiesen auch auf mögliche Ozeanschichten tief im Inneren dieser Planeten hin, die deren ungewöhnliche Magnetfelder beeinflussen könnten. Der triumphale Vorbeiflug von Voyager 2 an Neptun war ein krönender Abschluss der Hauptmission. Nach diesem Vorbeiflug im August 1989 flog die Sonde mit hoher Geschwindigkeit in die äußeren Bereiche des Sonnensystems. Mit dem Besuch von 4 äußeren Planeten, Dutzenden von Monden und mehreren Ringsystemen erfüllte Voyager 2 alle Hoffnungen der NASA und noch mehr. In der Zwischenzeit hatte Voyager 1 bereits die Ebene der Planeten nach Saturn verlassen und sich auf eine Route begeben, die sie schließlich in den interstellaren Raum führen sollte. Zusammen bleiben sie ein Symbol dafür, wie eine gut geplante Mission enorme Datenmengen sammeln kann, indem sie eine einmalige Gelegenheit in der Umlaufbahn ergreift. Die Heliosphäre und darüber hinaus Vergangenheit. Neptun weichen die Planeten einem Bereich, der als Kuipergürtel bekannt ist, einer Zone kleiner Eiskörper. Noch weiter draußen befindet sich die hypothetische Oortsche Wolke, ein Reservoir von Kometen,
das sich fast auf halbem Weg zu den nächstgelegenen Sternen erstrecken könnte. Aber eine der unmittelbaren Grenzen nach Neptun ist die äußere Grenze der Heliosphäre, wo der Sonnenwind mit dem interstellaren Medium interagiert. Diese Grenze besteht aus mehreren Zonen, nicht nur aus einer einzigen Linie. Zu den interessanten Regionen gehören der Terminationsschock, die Helios-Heath und die Heliopause. Die Heliosphäre wird durch den Sonnenwind geformt, einen Strom geladener Teilchen, der von der Sonne aus in alle Richtungen weht. In der Nähe der Sonne fließt dieser Sonnenwind mit Überschallgeschwindigkeit, dh, schneller als die Schallgeschwindigkeit in dieser Umgebung und reißt die Magnetfeldlinien der Sonne mit sich. Wenn er sich weiter entfernt, stößt er schließlich auf das interstellare Plasma und beginnt sich zu verlangsamen, wodurch der Endschock entsteht. Darüber hinaus gibt es die Helios-Heath, eine turbulente Region, in der der Sonnenwind verlangsamt, komprimiert und aufgeheizt wird. Schließlich gibt es noch die Heliopause, die oft als die Grenze zwischen dem Bereich der Sonne und dem interstellaren Raum beschrieben wird, obwohl die Wechselwirkung komplexer ist als eine einfache Trennlinie. Viele Jahre lang diskutierten die Wissenschaftler darüber, wo genau die Heliosphäre endet. Es war bekannt, dass es sich weit über die Umlaufbahn des Pluto hinaus erstreckt. Aber wie weit, war eine offene Frage. Die Voyager waren mit Instrumenten ausgestattet, die Veränderungen in der Teilchenumgebung und im Magnetfeld aufspüren konnten. Je weiter sie sich von der Sonne entfernten, desto mehr zeigten diese Messwerte Übergänge im Fluss der geladenen Teilchen, was darauf hindeutete, dass sich die Raumsonde der Grenze näherte. Aber es handelt sich nicht um eine plötzliche, offensichtliche Grenze, die man fotografieren kann. Es geht vielmehr darum, Veränderungen in der Richtung der kosmischen Strahlung, der Geschwindigkeit des Sonnenwinds und der Magnetfeldmuster zu erkennen. Den Wissenschaftlern wurde klar, dass Voyager 1 das erste Raumschiff sein könnte, das den interstellaren Raum durchquert. Ende der 2000er Jahre deuteten die Daten darauf hin, dass die Sonde auf den Endschock gestoßen war. Die offizielle Bekanntgabe, dass Voyager 1 in den interstellaren Raum eingedrungen war, erfolgte 2013. 2012 hatte die Raumsonde aufgrund von Veränderungen der Plasmadichte Messwerte aufgezeichnet. Voyager 2, die eine andere Route reiste, durchquerte 2018 den interstellaren Raum. Diese Übergänge waren historische Momente in der Weltraumforschung und markierten das erste Mal, dass von Menschen geschaffene Objekte über die schützende Blase des Sonnenwindes hinausgewandert sind. Die Entdeckungen in dieser Grenzzone verändern bereits unser Verständnis davon, wie die Sonne mit der Galaxie interagiert. Beide Raumsonden entdeckten überraschend viele Turbulenzen, wobei Plasmawellen und kosmische Strahlung in einer Weise verwirbelt wurden, die nicht vollständig vorhergesagt wurde. Sie fanden auch heraus, dass die Form der Heliosphäre unregelmäßiger sein könnte als die saubere Kometenform, die einige frühe Modelle vorgeschlagen hatten. Aufgrund dieser neuen Messungen verfeinern die Wissenschaftler ihr Wissen über die Geometrie der Heliosphäre und darüber, wie sie das Eindringen kosmischer Strahlen in das innere Sonnensystem beeinflusst. Obwohl wir diese Grenze nicht in der gleichen Weise sehen können wie einen Planeten oder Mond, erzählen die Daten über Teilchenströme, Plasmadichte und Magnetfelder eine faszinierende Geschichte. Sie zeigen, dass das Sonnensystem Teil einer dynamischen Umgebung in der Galaxie ist, die ständig von hochenergetischen Teilchen aus Supernovae, Pulsaren und unzähligen anderen kosmischen Ereignissen bombardiert wird. Das eigene Magnetfeld und der Ausfluss der Sonne dämpfen einen Teil dieses Bombardements, wenn auch vielleicht nicht so stark wie früher angenommen. Der Terminationsschock und die Heliopause. Der Endschock markiert eine dramatische Verschiebung in unserem Sonnensystem, eine Grenze, an der sich der Sonnenwind, der sich einst mit Überschallgeschwindigkeit bewegte, beim Zusammenstoß mit dem interstellaren Medium verlangsamt. Dies war ein monumentaler Meilenstein für beide Voyager-Raumsonden, der unglaubliche Details über die äußeren Bereiche unserer kosmischen Nachbarschaft enthüllte. Voyager 1 begegnete dem Endschock zum ersten Mal in einer Entfernung von etwa 94 astronomischen Einheiten von der Sonne. Aber die Bestimmung der genauen Position war schwierig, da diese Grenze aufgrund der Sonnenaktivität schwankt. Als Voyager 2 die gleiche Schockwelle erreichte, war sie etwa 84 astronomische Einheiten entfernt. Es zeigt, dass diese Grenzen nicht fest sind. Sie verschieben sich je nach Sonnenwinddruck und interstellaren Bedingungen. Die Durchquerung des Terminationsschocks ermöglichte es den Wissenschaftlern zu beobachten,
wie in diesem turbulenten Grenzbereich Energie ausgetauscht wird. Jenseits dieses Punktes traten die Raumsonden in die Helios Heath ein, eine chaotische Region, in der der Sonnenwind auf interstellares Plasma trifft. Die Wissenschaftler hatten einen sanfteren Übergang erwartet. Doch stattdessen fanden beide Sonden eine turbulente, hochenergetische Umgebung mit wirbelnden Magnetfeldern und unerwarteten Teilchenwechselwirkungen vor. Dann kam die letzte Grenze, die Heliopause. Dies ist die endgültige Grenze, an der der Einfluss der Sonne schwindet und der interstellare Raum beginnt. Voyager 1 überquerte diese Grenze als erste, was durch einen plötzlichen Anstieg der Teilchendichte und eine Verschiebung der Magnetfeldrichtung angezeigt wurde. Jahre später bestätigte Voyager 2 die Grenze, allerdings unter anderen Bedingungen, und bewies damit, dass die Heliopause keine starre Schale ist. Sie verschiebt sich und atmet, mit der Sonnenaktivität und dem äußeren Druck des riesigen interstellaren Mediums. Diese Entdeckungen haben unser Verständnis des Weltraums für immer verändert und uns gezeigt, wie dynamisch und unvorhersehbar der Rand unseres Sonnensystems wirklich ist. Und die Voyager? Sie sind immer noch da draußen und segeln weiter ins Unbekannte. Wenn Sie diese Reise jenseits unseres Sonnensystems faszinierend fanden, vergessen Sie nicht, die Seite zu liken, zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken, damit Sie kein Update über die Wunder des Universums verpassen. Schauen Sie sich die Videos auf Ihrem Bildschirm an, um weitere atemberaubende Entdeckungen im Weltraum zu machen. Und wir sehen uns beim nächsten Abenteuer wieder.